Ich erkläre euch in diesem Video, was ein Nagelweicher ist und wie ihr ihn richtig anwendet. Ihr benötigt für die Anwendung natürlich einen Nagelweicher, dann optional eine Tamponade und ebenfalls optional einen Eckenheber oder auch Exkavator genannt. Für die erste Anwendungsmöglichkeit tragen wir den Nagelweicher in den Nagelfalz auf, um Hornhaut zu entfernen. Hierzu gebe ich einfach einige Tropfen des Nagelweichers direkt in den Nagelfalz, lasse ihn dann ein paar Minuten einwirken und entferne die Hornhaut anschließend mit dem Exkavator. Wichtig ist hier vor allem auch die richtige Haltung des Exkavators, denn wie man hier sehen kann, hat der Exkavator eine leichte Schaufelform und man muss ihn so halten, dass die gebogene Seite nach oben zeigt. Damit kann ich jetzt in den Nagelfalz rein, unter den seitlichen Nagelrand und hier dann Stück für Stück die Hornhaut entfernen. Bitte hier keinesfalls zu viel Druck ausüben, lieber mehrmals durch den Nagelfalz fahren und immer wieder ein Stück der Hornhaut entfernen. Wenn die Hornhaut zu hartnäckig ist, dann einfach nochmal einige Tropfen vom Nagelweicher auftragen und wiederholt einwirken lassen. Hier habe ich jetzt ein etwas größeres Stück Hornhaut rausgeholt, das ich jetzt mit der Hautzange entferne. Abschließend fahre ich dann mit dem Exkavator durch den Nagelfalz, um zu sehen, ob ich gut durchkomme und die Hornhaut komplett entfernt wurde. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Anwendungsmöglichkeit, der Nagelweicher in Kombination mit einer Tamponade. Hierzu nehme ich ein kleines Stück Tamponade und lege sie, wie man hier sehen kann, unter den Nagel und in den Nagelfalz rein. Diese Methode ist sehr gut geeignet, wenn ich starke Hornhaut im Nagelfalz oder sogar Hühneraugen im Nagelfalz habe. Dann ist es sehr gut, erstmal eine Tamponade einzulegen und die Hornhaut so über einen längeren Zeitraum zu erweichen. Anschließend kommen einige Tropfen des Nagelweichers auf die Tamponade und das Ganze wird am besten täglich gewechselt und wiederholt. Das macht man so lange, bis die Beschwerden abgeklungen sind oder sich die erweichte Hornhaut entfernen lässt. Jetzt kommen wir noch zur dritten Anwendungsmöglichkeit. Hierbei trage ich den Nagelweicher direkt auf den Nagel auf. Der Nagel wird dadurch weicher und elastischer und Druckbeschwerden und Schmerzen im Nagelfalz werden gelindert. Es ist sehr gut geeignet bei harten Nägeln, Rollnägeln und eingewachsenen Nägeln. Hier noch eine kurze Zusammenfassung. Ich kann mit dem Nagelweicher sowohl Hornhaut als auch Hühneraugen im Nagelfalz aufweichen und entfernen, sowie Druckbeschwerden und Schmerzen durch einen Rollnagel lindern. Das waren jetzt also die Einsatzmöglichkeiten des Nagelweichers und jetzt bekommt ihr noch ein paar Tipps und Hinweise zur Anwendung. Wichtig ist zu wissen, dass mit dem Nagelweicher natürlich nur eine symptomatische Behandlung gemacht werden kann. Das bedeutet, ich kann die Ursache hiermit einfach nicht behandeln. Wenn ich einen Rollnagel habe und dieser Rollnagel in den Nagelfalz reindrückt und ich hierdurch Schmerzen bekomme, dann kann ich mit dem Nagelweicher den Nagel einweichen und dafür sorgen, dass weniger Druck im Nagelfalz entsteht und ich keine Schmerzen habe. Ich kann natürlich aber nicht die Form des Rollnagels damit ändern. Genauso verhält es sich auch mit der Hornhaut im Nagelfalz. Diese kann ich durch den Nagelweicher erweichen und ich kann sie auch entfernen. Aber die Hornhaut ist ja aus irgendeinem Grund entstanden, in der Regel, weil der seitliche Nagel in den Nagelfalz drückt und dadurch die Hornhaut entsteht. Auch hier ist es dasselbe. Der Hornhautweicher wirkt symptomatisch, aber das Grundproblem kann damit natürlich nicht behoben werden. Der Nagelweicher ist also ein super Erste-Hilfe-Produkt, um verschiedene Probleme zu behandeln, beispielsweise Hornhaut oder auch Hühneraugen im Nagelfalz. Wenn ich aber dauerhafte Probleme habe, die zum Beispiel von einem Rollnagel oder einem eingewachsenen Nagel herkommen, dann sollte ich natürlich schauen, dass ich nicht nur diese Erste-Hilfe-Lösung benutze, sondern dass ich natürlich die Ursache angehe. Bei einem eingewachsenen und eingerollten Nagel wäre hier ein passendes Beispiel die Nagelspangentherapie. Der Nagelweicher kann aber auch präventiv angewendet werden, wenn ich beispielsweise bei einem Patient Hornhaut oder Hühneraugen im Nagelfalz in der Praxis entfernt habe, dann kann der Patient den Nagelweicher auch daheim weiterhin benutzen, damit die Hornhaut im Nagelfalz gar nicht mehr so schnell entsteht. Ich habe dir in diesem Video ja auch erklärt, dass du den Nagelweicher in Kombination mit einer Tamponade anwenden kannst.
wenn dich das Thema Nagelfalz-Tamponieren also interessiert. Ich habe hierzu ein extra Video gedreht, das habe ich dir unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Schau da doch gerne mal rein. Ebenfalls verlinkt habe ich dir in der Videobeschreibung, wo du Nagelweicher kaufen kannst. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo. Und bei Fragen schreib sie mir doch einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.